Stell dir vor, du bist im Urlaub, schönes Wetter, gute Laune und dein E-Auto braucht Strom. Du suchst eine Ladesäule, aber auf der ganzen Insel keine, die mit deiner Ladekarte funktioniert. Oder andere Situation, die Ladung bricht plötzlich ab, mitten in einem Gewitter. Es hagelt Fehlermeldungen, hat sich jetzt die Elektronik durchgebrannt? Beides ist mir passiert auf meinem 3500 Kilometer Kroatien-Roadtrip. Was noch passiert ist und ob mein großer Joker im Gepäck deine Hilfe war, erfährst du in diesem Video. Und damit moin und herzlich willkommen zu Smart Home, aber sicher, ich bin Joachim. Ich war diesen Sommer mit meinem Cupra Tavascan unterwegs. 77 Kilowattstunden Akku, ein richtig tolles E-Auto. Und weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, hatte ich einen Joker dabei. Eine mobile Wallbox, den GoE Charger Gemini Flex, den mir GoE für diesen Test dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Ich wollte herausfinden, ob so eine mobile Box das Reisen mit dem E-Auto wirklich entspannter macht und habe dabei so einiges gelernt. Aber es gab auch ein paar heikle Momente, wo es nicht so glatt lief. Aber der Reihe nach. Zum Start vielleicht gleich mal das Wichtigste, also das Geld. Am Schnelllader unterwegs zahlt man ja mittlerweile schnell mal fast 80 Cent pro Kilowattstunde. An einer privaten Dose in der Ferienwohnung, also bei uns in Kroatien, war das oft nur rund 10 Cent in der Nacht. Und in manchen Unterkünften war der Strom sogar kostenlos, weil E-Autos sind halt einfach oft noch nicht die Regel. Und die Vermieter dann entsprechend entspannt. Ich habe Buch geführt und in den 4 Wochen habe ich so über 280 € gespart. Jetzt aber zum konkreten Ladevorgang. Und der häufigste Fall unterwegs ist eine ganz normale Haushaltssteckdose, also die Schuko-Dose. Und da stellt sich mir natürlich sofort die Frage, wie viel Strom darf ich darüber eigentlich ziehen? Also GoE empfiehlt bei unbekannten Steckdosen 6 Ampere. Und das ist eine sichere Bank, würde aber bei meinem Tavascan bedeuten, dass er von 20 auf 80% 33 Stunden laden würde. Eine volle 16 Ampere, also das Maximum, solltest du dagegen an einer normalen Schuko-Dose auf keinen Fall dauerhaft ziehen. Und dafür ist so eine Dose schlichtweg nicht gebaut. Die kann auf Dauer überhitzen oder Schaden nehmen. Aber ich wollte es natürlich ganz genau wissen und hatte meine Wärmebildkamera dabei. In unserer ersten Ferienwohnung habe ich über Nacht mit 10 Ampere geladen. Das Ergebnis: bei 6 Ampere kam die Dose auf etwa 25 Grad, bei 10 Ampere auf rund 30 bis 35 Grad. Beides also völlig unkritisch. Und dann habe ich in der zweiten Ferienwohnung eine kleine Überraschung erlebt. Die Vermieterin hatte uns vorab von einer originalen Lademöglichkeit für E-Autos geschrieben. Wir dachten also, naja super, da wartet eine richtige Wallbox auf uns. Vor Ort war es dann aber nur eine Schuko-Dose, allerdings eine dedizierte mit eigener Sicherung und eigenem FI, also extra fürs Auto dort in die Garage montiert. Na, Sprachbarriere halt, ne? Und genau da war es wirklich Gold wert, die Gemini Flex dabei zu haben. Ich habe einfach meine eigene Box dort angesteckt und war sofort völlig unabhängig. An dieser Dose habe ich dann sogar mit 12 Ampere geladen. Damit geht es dann doppelt so schnell wie mit der Standardeinstellung und das Auto ist über Nacht wieder startklar. Auch hier siehst du in der Wärmebildansicht, die Temperaturen bewegen sich bei mir völlig im Rahmen. Und genau das ist auch die Lehre an der Dose, die dafür gemacht hat, geht deutlich mehr als die konservative Einstellung. Aber an einer unbekannten Dose, da solltest du tatsächlich eher im niedrigen Bereich bleiben. Faustregel ohne Wärmebildkamera, sowas hat ja jetzt nicht jeder dabei. Wenn du nach einer Stunde den Schuko-Stecker anfasst und er heiß ist, dann stimmt irgendwas nicht und du solltest deutlich zurückfahren. Übrigens, ausgerechnet an dieser dedizierten Dose ist mir dann später doch fast die ganze Ladung um die Ohren geflogen, aber dazu gleich mehr. Vorher schauen wir mal, was für Anschlussmöglichkeiten es hier gibt. Denn Schuko ist natürlich nicht alles. Zum GoE Charger gibt es ein Adapterset mit 3 Adaptern und damit wird die Box dann richtig flexibel. Neben dem Schuko-Adapter, den wir jetzt eben schon verwendet haben, gibt es den blauen Campingstecker. Also wenn du mit Zelt oder Wohnwagen unterwegs bist, wirst du mit Sicherheit solche Dosen vorfinden. Vorteil, die sind wirklich darauf ausgelegt, dauerhaft 16 Ampere zu liefern. Und für noch schnelleres Laden gibt es dann die roten CE-Dosen. Wobei, warum jetzt ein Rot auf Rot-Adapter? Naja, weil nicht jede rote Dose gleich ist. Es gibt welche, die können 11 kW liefern und welche, die 22 kW liefern können. Und die unterscheiden sich halt mit den Abmessungen. Daher dieser Adapter. Gesteuert wird die Box übrigens über die GoE App.
Und das Schöne, die Box macht ihren eigenen WLAN-Hotspot auf. Das heißt, du brauchst kein Internet vor Ort, erst recht keine Cloud, um sie zu bedienen. Das läuft alles lokal, ist mir natürlich mega sympathisch. Eine Stolperfalle gibt es dabei aber natürlich doch und die hat mich anfangs tatsächlich Nerven gekostet, weil es mir nicht aufgefallen ist. Das Handy muss natürlich im WLAN der Box sein, sonst findet die App die Box nicht. Und wenn du gleichzeitig in Reichweite des Ferienwohnungs-WLANs mit Internet bist, dann bevorzugt das Handy gerne mal genau dieses und schon ist die Box weg. Also im Zweifel kurz prüfen, in welchem WLAN dein Handy gerade wirklich ist. Ein Wort zum Ladeprotokoll, falls du mit dem Vermieter abrechnen willst. Die Box führt natürlich ein Ladeprotokoll, aber unterwegs hat sie ja erstmal kein Netz. Und wenn sie jetzt nicht in Reichweite des Ferienwohnungsnetzes ist, bekommt sie ohne Internet auch kein Datum und keine Uhrzeit. Also für unsere Abrechnung haben wir deshalb einfach das Ladeprotokoll des Autos genutzt. Das war auch kein Problem. So, und ganz kurz noch ein paar Sicherheitsdetails, die ich wirklich sehr praktisch fand. Erstens, die LEDs um den Ladestecker herum, die lassen sich abschalten. Das ist sinnvoll, wenn du auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz lädst und die Wallbox soll nachts nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Aber das Kabel verriegelt sich ja ohnehin an der Box. Ein spontaner Diebstahl ist also ohnehin nicht so einfach möglich. Zweitens, ganz wichtig, weil das wird oft falsch gemacht, der Schuko-Stecker, den ziehst du immer erst, wenn die Ladung beendet ist. Der Typ 2 Ladestecker am Auto, der ist verriegelt und der ist auch dafür gebaut, während der Ladung gezogen zu werden. Aber der Schuko-Stecker, der ist das nicht. Wenn du den unter Last ziehst, entstehen kleine Lichtbögen, die die Dose auf Dauer zerstören können. Ja, und drittens noch ein Detail, die Box hat einen AFID-Laser. Das heißt, du kannst dir so einstellen, dass sie nur nach Freigabe mit dem beiliegenden Chip lädt. Unterwegs haben wir die Box allerdings nach dem Laden meistens wieder in den Kofferraum geräumt. Sicher ist sicher. So, jetzt aber zu der Geschichte vom Anfang. Erinnerst du dich an die dedizierte Dose aus der zweiten Ferienwohnung? Das war ein Split und genau da brach die Ladung abends plötzlich ab. In der GoE-App stand Phase nicht verfügbar. Erster Gedanke, ist die Box jetzt kaputt? War sie aber nicht. Zur selben Zeit gab es ein heftiges Gewitter und damit verbunden einen kurzen Stromausfall. Und gemerkt habe ich das überhaupt nur, weil das Auto mir eine Push-Nachricht aufs Handy geschickt hat. Ich bin in die Garage, habe die Ladung neu gestartet und es lief alles wieder normal. Nochmal Glück gehabt. Vielleicht denkst du, das klingt ja alles ganz gut, aber die GoE Charger Gemini Flex ist ja ganz schön groß und unhandlich für unterwegs. Mag sein, dass du das so siehst, aber der Clou ist, du brauchst insgesamt nur eine Wallbox. Zu Hause lässt du dir vom Elektriker einfach eine blaue oder rote CE-Dose installieren, ganz nach deinen Gegebenheiten und betreibst daran die Wallbox mit der beiliegenden Wandhalterung einfach stationär. Und wenn du in Urlaub fährst, abstecken und einfach mitnehmen. Also lohnt sich so eine mobile Box für Reisende? Mein ehrliches Fazit nach 3500 Kilometern, für mich definitiv ja. Ich war an jeder Station unabhängig von öffentlicher Ladeinfrastruktur, habe deutlich günstiger geladen und konnte das Auto bequem über Nacht voll machen. Das war fast wie zu Hause. Man muss ein paar Dinge beachten, habe ich dir jetzt erzählt, aber der Komfort und die Ersparnis in Kombination, die haben mich wirklich überzeugt. Wenn du selbst so eine Box haben willst, den GoE Charger Gemini Flex und das Adapterset findest du natürlich verlinkt hier in der Videobeschreibung, sowohl in der 11 kW Variante, die ich verwendet habe, als auch in der 22 kW Variante zuzüglich des Adaptersets. So, und wenn dir das Video geholfen hat, dann freue ich mich über deinen Daumen nach oben. Und Frage an dich, würdest du dir so eine Box mit in den Urlaub nehmen? Ich bin gespannt, was du dazu denkst. Ach, und Stichwort Wärmebildkamera, mit der ich hier die Steckdosen überprüft habe. Dazu habe ich mal ein eigenes Video gemacht. Da zeige ich 5 Anwendungsfälle im Smart Home. Einer davon ist genau dieser Laden an der Schuko-Steckdose Anwendungsfall. Also schau da gern mal rein, wenn dich weitere Anwendungsfälle dazu interessieren. Für heute war es jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich und dein Smart Home auf. Dein Joachim.